mein Name ist Blake, und herzlich willkommen bis zu unserem Webinar. Okay, heute wir müssen diskutieren über LUTs. LUTs, der andere Name für LUTs, das heißt Lookup Tables. Und das ist sehr einfach. Wenn Sie arbeitet mit einem Lookup Table, Moment hier, okay. Das ist nur zum Konvertieren von einer Farbcorrection hier bis zu ein andere Correction. Und Sie können hier sehen, dass gibt es das Mathematik von Rot, Grün, Blau bis zum das Rot, Grün, Blau. So ist 1 bis zum 3, 2 bis zum 5 zum Beispiel. So. Okay. Na, dann müssen wir diskutieren, was nutzen wir LUTs für? Okay, das ist ein technischer LUT. Technischer LUT, das ist zum Konvertieren bis zum hier ein Blackmagic-Film bis zum ein Video-Cube oder ein Farbcorrection, wenn Sie will, ein ganz anderes Farbcorrection-Look nutzen, denn Sie können ein Creative LUT machen und Sie haben auch die Möglichkeit hier für eine Hybrid LUT. Hybrid LUT hier, das ist Film bis zum ein HiSat Cube und dann wir haben hier, das ist ein 1D LUT. Ein 1D LUT, das ist ein sehr einfach LUT. Das ist nur zum Konvertieren bis zum das Gamma oder das ein Primary Farbcorrection von hier, diese. So Sie können hier sehen, das ist unsere, das ist das RAW-Bild und wir machen bis zum hier mit einem 1D-LUT. Aber mit einem 3D-LUT, Sie können auch einen sehr komplizierten Farbcorrection nutzen und dann das ist ein, Sie können hier sehen, mit einem 1D-LUT ist es nur Log bis zum Linear in diesem Beispiel und mit einem 3D-LUT, das ist hier mit einem Farbcorrection auch. Ja. Ein 3D-LUT nutzen wir mit einem Cube. Und hier, das ist das, hier ein Bild. Sie können hier sehr gut sehen, was ist gemacht hier mit einem 3D-LUT. Gibt es verschiedene Samples für eine Cube-LUT. So, Sie können mit ein 17, 33, 65 oder hier 10, 24. Und das gibt es zum Beispiel hier mit ein 17, 17, 17. Das ist 4913 Samples. Und dann, wenn Sie will, eine sehr specific LUT machen, dann Sie können hier ein 65, 65, 65 Samples. Das ist mehr Samples hier in dieser. Okay, so jetzt gehen wir bis zum Resolve. So wir können sehen, wie geht das so. Und so, ich mache das hier, Moment. Hier bis zu hier. Okay, hier, now mit meinem Desktop. Das hier so, okay. Hier gibt es ein Blackmagic RAW Bild ohne LUT. Sehen wir das so. So, wir haben ein Log-File und das heißt hier, das Schwarz ist ein bisschen hoch, das Weiß ist ein bisschen flach, so. Und dann, wenn wir macht ein LUT, dann wir haben diese so. Wir können auch nutzen hier
mit einer RAW-File von das Red-Camera. Okay, hier, ich mag das LUT hier an das End von das Farbcorrection. Ich mag eine ganze Farbcorrection für alles und dann an der End, ich mag ein LUT. Und Sie können hier sehen, ohne LUT. Und das ist mit meiner LUT hier. Okay, so wir können auch ausprobieren andere LUTs. Als in Resolve haben wir ein LUT-Browser. So, auch in der Farbcorrection-Page von Resolve haben wir hier, wir können selektieren hier oben links, das heißt LUTs. Okay, und dann, wenn wir haben diese selektiert, wir können alle LUTs sehen hier und dann wir können ausprobieren andere LUTs. Und wenn ich mag das Cursor oben diese LUT, wir können ein Preview machen. So zum Beispiel hier, das ist XYZ 709, Saturation Adjust und alles so. Und wenn wir müssen eine LUT importieren bis zum Resolve, das ist auch sehr einfach. Müssen wir bis zum das Project Settings, gehen wir bis zum Color Management und dann hier in dieser Color Management Seite sehen wir diese Taste, das heißt Open LUT Folder. Und dann können wir unsere LUTs importieren bis zum Resolve. Wenn das ist gemacht, dann wir müssen diese testieren, das heißt Update List. Das ist gleich als eine Refresh-Button. Und dann sehen wir das LUT, das wir haben importiert, hier in dieser Liste. Mit Resolve haben wir das Möglichkeit, dass hier wir können ein Lookup Table hier für das Eingang für das Farbcorrection, das Ausgang von das Farbcorrection und hier dieses nur für das Monitor. So wir müssen das Lookup Table nur sehen hier in das Video Monitor oder das Color Viewer oder nur für das Scopes. Wenn wir haben ein Lookup Table selektiert für das Eingang für das Farbcorrection oder das Ausgang selektiert, dann wenn wir haben diese Projekt exportiert, dann das LUT kommt zusammen mit diesem. Okay. Das ist auch das Möglichkeit, dass wir können ein LUT nutzen nur für ein Clip. Wenn wir macht ein rechter Mausklick hier und dann wir können hier ein LUT selektieren und wir können ein LUT nutzen für das ganze Clip. Okay. Wir können auch ein LUT nutzen nur für ein Node, wenn wir macht ein rechter Mausklick auf ein Node und dann hier wir können das LUT selektieren hier. Na, was ist fantastisch mit Resolve ist, wir können ein Look-LUT machen in Resolve. Das ist sehr, sehr, sehr einfach. Und so zum Beispiel hier, ich mag hier, okay, so hier, dieses Bild hat kein Farbcorrection hier. Okay, und so, weil ich kann hier, ich mag ein Farbcorrection. So. Und dann ich kann hier rechter Mausklick und gibt hier eine Möglichkeit hier, Generate LUT. Und das ist ein 17, 33 oder 65. Normalerweise für diese 33 Point Cube LUT, das ist genug. Und dann hier, wir müssen einen Namen
Und so macht er hier, das ist Beach Grade. Dann hier, wir können diese gespeichert hier. Okay, so jetzt, wenn ich mag das Farbcorrection raus von hier. So, jetzt haben wir kein Farbcorrection. Ich mag einen rechten Mausklick hier. LUT. Und dann wir können hier das Beach Grade hier selektieren. Und es ist, ich muss das finden erst. Okay. There, ja, da ist er. Okay, so jetzt haben wir das LUT für das Beach Grade und das ist so. Ich kann auch exportieren diese LUT, wenn ich will das nutzen auf ein anderes Programm. Zum Beispiel hier, wenn ich mag das so, ja, und offen das LUT-Folder, gibt es das Beach Grade Cube LUT und das ist so einfach als ein Drag and Drop bis zu ein Pendrive und dann wir können das exportieren. Okay, manchmal haben wir LUTs aus einem anderen Programm, das wir müssen importieren und dann hier wir haben das Möglichkeit, wir können selektieren das Interpolation. Trilinear oder Tetrahedra, normalerweise Trilinear, das nutzen wir, das ist 90% okay für das und dann machen wir das so. Okay. So, wenn eine andere Möglichkeit hier ist, hier, ich habe ein LUT-Library gemacht und das ist alle verschiedene Farbcorrections, die ich habe gemacht, ich will nutzen in meinem Programm. Ich kann hier selektieren für Faded Film, hier Warm Look, Sci-Fi Look, etwas so, ja. Was ist sehr, sehr wichtig, ist, dass wenn Sie arbeitet mit ein LUT, normalerweise das ist nur eine Primary Farbcorrection. Wenn Sie will ein Farbcorrection mit einem Qualifier oder etwas so, dann ist es besser, wenn Sie arbeitet mit einem Power Grade. Sie können auf das Gallery hier und dann in das Gallery, Sie haben das Power Grade Library und dann Sie können ein Power Grade nutzen und dann mit dieser, Sie können ein Qualifier gespeichert oder ein Color Warper oder etwas so, ja. Aber normalerweise, wenn ich will eine LUT nutzen, zusammen zum Beispiel mit einem anderen Programm oder wenn Sie haben ein ganz spezifisch LUT für eine Kamera, dann das ist besser, denn Sie können diese importieren hier. Okay, so wenn ich habe ein LUT mit einer Farbcorrection, so als ich habe hier gemacht, das heißt ein Creative LUT. Okay, mit ein 1D-LUT, das nutzen wir normalerweise, wenn ich will wechseln von ein Log-Grade bis zu ein Linear oder ein Grade mit ein bisschen mehr Kontrast. Okay, die andere ist ein technischer LUT. Nutzen wir, wenn wir will konvertieren, so dass wenn ich arbeite in das Grading Suite, das Farbcorrection ich sehe da, das ist die gleiche Farbcorrection, das wir sehen in das Kino zum Beispiel. Sie können auch ein
technische LUT für ein Monitor kalibrieren oder etwas so, dann das ist, was wir nutzen das für. Okay, eine andere Sache ist, dass wenn wir arbeiten mit einem Cube-LUT, das ist ein Rot-Grün-Blau-Axis, das, was wir haben früher gesehen auf dieser Cube-Grafik. Okay, so wir können hier bis zum hier das Pipeline hier so. So normalerweise machen wir erst ein LUT from log bis zum linear. Okay. Okay, so dann wir haben hier und wir können das LUT hier nutzen für unsere Grade und wir können hier ein hier so, okay, ein Special LUT zum Beispiel oder ein hier so hier, das ist ein Red LUT hier oder wir können hier ein Red Custom LUT und dann wir können jetzt unsere zweite Node und dann ein bisschen so. So, in diesem Beispiel, ich habe ein LUT auf das erste Node und dann später auf eine zweite Node mit meiner Farbcorrection. Ich habe ein sehr starke Grade gemacht hier. Und mit dieser, Sie können hier, das Schwarz ist ein bisschen crushed. Und so ich kann hier mit einer Soft Clipping ein bisschen weniger. Und dann ich mag das hier, das Weiß ein bisschen hoch. So ich habe alles gut. So. Gut, okay. Und dann zum Beispiel hier, das ist ein Blackmagic RAW und wir müssen einen anderen LUT nutzen. So hier können wir ein LUT hier für Blackmagic und dann we can do hier bis zum Rec 709 nutzen und dann ich habe das so gemacht. So. Und dann können wir hier ein zweiter Node mit ein Farbcorrection. So ist diese, ich mache das ein bisschen wenig. So. Und dann hier. So. So das ist das Prinzip, wie nutzen wir ein LUT. Das ist normalerweise, das ist für eine Primary Farbcorrection. Zum Konvertieren bis zum Log, bis zum Linear. Das ist sehr einfach. Sie können hier sehen, normalerweise, wenn Sie haben ein Log-File, das Gamma-Curve ist so. Wenn wir müssen diese konvertieren bis zum Linear, macht das Gamma-Curve bis zum Linear so. So das ist von hier bis zum hier. Okay, wenn wir müssen eine Farbcorrection konvertieren, dann das ist mit einer Primary Farbcorrection oder Sie können hier auch sehen, wenn ich mache das so, bis zum Rot ein bisschen hier, Grün ein bisschen hier, Blau ein bisschen hier. Zum Beispiel hier. So, Sie können sehen, was ist verschieden von diesen zwei Sorts, von diesen Lookup Tables. Manchmal, Sie haben auch
auf das Internet gesehen, dass Sie können eine LUT-Library kaufen für einen Look, zum Beispiel ein Transformers-Look oder etwas. Und das ist nur eine Creative LUT. Das ist für, wenn Sie will, ein Look importieren. So, ich habe hier gemacht mit Resolve. Sie können das machen und dann Sie können diese exportieren und importieren bis zu ein anderes System. So. So, Sie können auch diese LUT exportieren, zu nutzen auf ein Kamera. So, wenn Sie will ein ganz specific File Correction, Sie können das exportieren als ein LUT, importieren, zum Beispiel in ein ARRI Alexa. Sie können dann diese LUT importieren bis zu das Kamera und dann Sie können das sehen in das Viewfinder, so Sie können das File Correction da sehen für das Shoot. Ja, das ist eine andere Möglichkeit. Ja. Gut, okay. So, was ist auch sehr, sehr richtig ist, wenn Sie eine Lookup-Table nutzen, das Monitor Lookup Table, ein Color Viewer Lookup Table oder Scopes, das ist nicht gerendert in das Projekt. Aber dieser Eingang oder das Ausgang Lookup Table, dann, wenn Sie macht ein Render, dann Sie haben diese in diesem Projekt. Was ist auch sehr richtig ist, das Input Lookup Table, das ist vor das Farb Correction, das Sie haben gemacht in das Projekt. Und das Ausgang Lookup Table, das ist after diese. Normalerweise, wenn ich mache ein Farb Correction, also ich mache das an das Ausgang, als wenn ich mache eine Input Lookup Table vor das Farb Correction. Normalerweise, wenn Sie macht ein Farb Correction, dann Sie arbeitet zusammen mit das LUT und dann das ist nicht so schön, wenn Sie macht ein gute Farb Correction. Es ist ein bisschen mehr komfortabel, wenn Sie macht das so mit das Ausgang Farb Correction. So. Okay, und dann zum Wiederholen auch hier, das ist so, Sie können hier importieren oder exportieren LUTs bis zum Resolve. Und dann Sie können hier diese Cube-LUT, das ich habe gemacht. Und Sie können hier andere LUTs sehen. Sie können hier diese Input-LUT für eine Canon Log bis zum Rec 709. Und Sie haben alle andere Möglichkeiten hier. Und Sie können hier sehen, dass ich habe viel gemacht und dann das ist die alle andere gemacht hier. So. Sehr gut, okay. So ich denke, das ist unser Beispiel hier von dieser. Wir haben das LUTs gesehen und wir haben, wie alles wird hier. Und so, ich denke, wir öffnen diese für eine Frage und Antwort. Und dann Sie können hier, und wenn diese, das ist sehr richtig, dass diese Webinar, ich habe eine Aufnahme gemacht, so Sie können diese herunterladen. Auch diese Keynote, ich habe ein PDF gemacht und Sie können diese auch herunterladen später. Und Sie bekommt einen Link, wo ist diese. Okay, so wir kommen zurück bis zum Jens und ich denke, so wir können hier macht ein bisschen Frage und Antwort für diese. Okay. Ja, wir haben bisher nur 2 Fragen tatsächlich. Blake, siehst du die auch? Wir haben einmal eine Frage bezüglich 173365er LUTs, ob das irgendwas mit 18 und 12-Bit zu tun hat. Ja, ich habe nicht gehört. Das 173365 LUTs affect between 8, 10 and 12-Bit. Is that
ob das irgendetwas miteinander zu tun hat, fragt hier ein Kollege. Ja, normalerweise, das ist ein bisschen 10 und 12-Bit. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Okay, das heißt, du nimmst einen 33er für 10 und einen 65er für 12-Bit, oder? Ja. Mhm. Okay, und Ja. 17. Okay. Oh, und dann haben wir hier noch eine Frage zu einem expliziten Tonproblem. Ich glaube, es geht um Resolve oder sowas. Kannst du die sehen, Blake? Neuerdings habe ich mit dem Sound Probleme. Vorher ging alles automatisch. Jetzt muss ich immer Preferences. Ich glaube, das hat nicht so unbedingt was mit LUTs zu tun. Können wir aber vielleicht gegen Ende sonst auch noch mal kurz beantworten. Okay. Sound problem alles automatisch. Okay. Ja, das ist the configuration from das Audio. Und Sie können auch ja, mit das neue Version, Sie müssen eine neue Konfiguration machen für das Audio und dann das geht gut. Ja. Mhm. Ansonsten einfach nochmal melden, dann gucken wir da gern gemeinsam nochmal rein. Ja. 173365, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema, wo du vielleicht nochmal zurückspringen müsstest auf die Folie, die wir hatten. Da gab es auch nochmal eine Frage wirklich dazu. Vielleicht kannst du da nochmal eine extra Runde drehen und das kurz nochmal mit dem Cube und wie viel, eigentlich genau das Slide, was hinter dir ist, Ja. Mhm. nochmal kurz erklären. Okay, Moment. Hier. Turn off my screen share. No. Was heißt es, wenn du 17 Punkte hast, hast du eben RGB 17 Punkte und so weiter und hast einfach die Multiplikation daraus. Da haben wir es genau, wie viele Samples du hast, wie präzise du dich den Punkt innerhalb des Würfels dort beschreiben kannst. Ist es gerade bei mir nur so schlecht oder bei allen? So, hier. Okay, da sieht man das auch. Da, ja, wunderbar. Okay. Da ist der Cube aufgetragen mit den 3 Achsen. Aber erzähl du am besten was Sinnvolles dazu, Blake. Ja. Ich mag das so. Ist das hier? So? Okay, good. Wir sehen es super. Wir sehen es perfekt. Wir haben das Slide im Vollformat. Oh, okay, perfekt. Okay. Gut. Okay, so der Frage, was bedeutet, ja, okay, das ist wie viel Sample, das ist wie präzise ist das Correction hier. So, Sie können hier, wenn Sie machen 17, das ist nur 4913 Pixels in das Cube. Mit 33, das ist 35.937 Samples in das Cube. Und so das ist, wie präzise ist das Farbcorrection? Normalerweise, ich nutze das 33, das ist ein guter, ja, das ist nicht so groß, nicht so wenig. Ja. Und wenn ihr euch den Cube jetzt anguckt, der in dem Slide ist, haben wir dort ganz viele kleine Punkte drin. Das sind, wenn es richtig gezeichnet wäre, 4.913 Punkte, weil wir eben 17, 17, 17 dort haben. Ja. Das heißt, die Anzahl der Punkte steigt und die Unterschiede von einem zu dem anderen Punkt, von dem einen zu dem anderen Sample sind einfach deutlich geringer, womit es deutlich präziser beschrieben werden kann. Einfach. Das war, glaube ich, nochmal zum Thema Samples nochmal eine Frage. Die andere Frage habe ich gesehen mit den Lookup-Tables, aber ich glaube, wir hängen jetzt tatsächlich auf den Samples. Habe ich also mit 33 Cube besseres Ergebnis bei 10-Bit als bei 65? Verstehe ich nicht ganz, ehrlich gestanden. Warte mal, ich könnte dich, wenn es dir nichts ausmacht, könntest du das vielleicht einfach mal fragen, wenn du möchtest? Wenn du Unmute drückst. Okay, hallo Alexander. Ja. Hi, guten Morgen. Hört mich? Ja. Perfekt. Nein, meine Frage bezieht sich tatsächlich darauf, wenn ich selber zum Beispiel aus Lightroom heraus Cubes erstelle, kann ich ja auch 33er oder 65er Cubes machen. Ich persönlich filme mit Sony.
immer auf 10 Bit. Und meine Frage ist so gemeint: Ist es besser, ein 33er Cube zu benutzen bei 10 Bit oder sollte ich bei 10 Bit einen 65er Cube nehmen, weil ich ja mehr Farben dadurch anspreche? Ist das so deutlicher? Ja, normalerweise in diesem Beispiel, ich denke, das 65er ist besser. Ja. Also Sie haben mehr Farbe da. Ja. Gut, das wäre es gewesen. Ist es besser, LUTs und Aces anzuwählen oder grundsätzlich auf 709 aufzusetzen? Aces ist, glaube ich, da doch nochmal. Ja, Aces, wenn Sie will ein LUT nutzen mit Aces, ist ein bisschen kompliziert. Also mit Aces, Sie haben das Input-Display und das Ausgang. Und Sie können hier mit und normalerweise mit Aces nutzen wir kein LUTs mit Aces. Aber wir können, es ist ein bisschen kompliziert. Ich mache das so. Okay, gut. Okay. So, wenn wir arbeiten mit Aces und hier, wenn wir sind hier, normalerweise nutzen wir das Input-Transform und das Ausgang-Transform. Jetzt können wir auch ein LUT-Prozess in Aces in das Timeline-Space hier. Aber es ist ein bisschen kompliziert mit Aces. Normalerweise, wenn ich arbeite mit Aces, ich mag ein LUT bis zu ein Node und dann das ist ein bisschen mehr einfach. So. Okay. Gut. Okay. Das nächste Frage. Hallo? Ja, hier gibt es nochmal, gibt es LUTs, die explizit nicht zum Importieren in Kameras geeignet sind? Normalerweise, das ist normalerweise ein Creative LUT oder etwas so, aber das depend auf das Kamera, das Sie haben genutzt. Wir haben das Möglichkeit, wir können ein Look-LUT spezifisch für ein Panasonic-Kamera machen. So, wenn Sie macht hier ein LUT hier, Generate LUT, und dann wir haben diese für ein V-LUT für ein Panasonic und alle anderen Kameras, Apparat, nutzt das Cube-LUT zusammen. Ja. Okay, und es gibt natürlich LUTs fürs reine Viewing-LUTs oder sowas, die sind sicherlich auch nicht zum Import geeignet. Ne? Ja. Also wo ich einfach nur sage, da kompensiere ich irgendetwas in der Pipeline nach dem Ausgang des Resolves. Monitorabgleich oder sonst irgendetwas ist da, glaube ich, wäre da, glaube ich, das Thema. Gibt es einen Tipp, wie kann man Kameras verschiedener Hersteller schneller angleichen? Das ist nicht einfach. Normalerweise, wenn Sie macht ein Shoot und Sie macht mit einem Color Chart zusammen, dann das ist sehr schnell, wenn Sie will diese nutzen. Ich habe, wenn Sie macht diese so. Das ist das Kalman Color Checker. Es ist genau im Keying, ja. Ja. Wenn Sie macht das so, ja. Wenn Sie macht ein Shoot, dann das ist sehr einfach. Sie können alles vergleichen. Ja. Das funktioniert auch automatisiert, ne, Blake? Also da kann ich schon mal so einen technischen Grade schon mal mit dem Color Checker machen, oder? Ja, well, ja, Sie können das, wenn Sie macht das so und dann, wenn wir geht zurück bis zum Resolve, hier auf das
Farbcorrection Page. Sie können hier unten links sehen, das ist das Color Match. Und dann wir müssen nur selektieren, was für Color Chart nutzen wir. Und dann das ist X-Rite Color Track Passport Video. Und dann wir haben das und dann wir können hier selektieren das Color Chart. Und wir müssen nur diese allein mit das Bild und dann wir haben das so. Okay. Cool. Es geht nochmal um die Samples im Cube, was du dort hinten hast. Wie entscheide ich am besten, wann ich wie viele Punkte anwende? Also wie entscheide ich, ob ich 173365er Cube nehme? Normalerweise 33, das ist der beste. Ja. Okay. Ja, Die das können ist auch sehr groß werden. Ne? Das ist ein also, sehr guter Mittelpunkt. Ja. Ja. Wenn Sie haben 17, das ist ein bisschen zu wenig, 65 manchmal, das ist ein bisschen zu viel. So 33, das ist ein guter Mittelpunkt. Ja. Mhm. So ein 65er Cube kann auch ein relativ mächtiges File werden, ne? Oder? Das kann schon, wirklich groß werden. Da kann schon eine große Menge drin passieren. Ja. Von daher kann man da durchaus mal überlegen, ob man ein bisschen kleiner nimmt und sagt, okay, mit 33 habe ich da tatsächlich auch die Performance noch ganz weit vorne. Ja. Und eine Frage generell steht hier noch. Wenn man LUTs nutzt, wie ist gewährleistet, dass die Senderichtlinien eingehalten werden? Gibt es einen sendefähigen Filter, das man am Ende darüber legen kann? Ich glaube, es geht um Illegal Colors, Super Black und solche Geschichten. Oh ja, wir haben einen Legalizer in Resolve, können wir das nutzen. Und so, wenn wir haben Angst vor einer illegal Farbcorrection, dann können wir hier auf in Resolve hier auf das Project Settings und hier unten haben wir, diese heißt Broadcast Safe. Und dann können wir selektieren, wie stark ist das Legalization. Das ist 0 bis zum 100, 10 bis zum 110 und zum Beispiel hier. So normalerweise, wenn Sie will, das ist sehr gute Broadcast Safe, das ist 0 bis zum 100, macht Make Broadcast Safe und dann Save. Und dann alles ist gemacht. Ja. Und habe ich denn in der Ausgabe keine Illegal Colors oder habe ich irgendwie eine Markierung? Sehe ich das irgendwie im Bild in so einem Ja, Sie können auch, ja, Sie können, wenn Sie will, dass welche Bildfarbe ist ein bisschen illegal, dann wir haben auch hier das View und das ist Broadcast Safe Exemptions. Und wenn wir haben das, wenn das ist eine illegal Farbe, dann Sie können sehr richtig hier sehen. Sie können auch auf das Scopes sehen, auf das Wave, auf das Vector Scope hier. Und dann Sie können hier sehen, wenn das ist ein bisschen zu hoch, dann geht es bis zum hier oder etwas so. Ja. Okay. Ja. Gibt es einen Reset All Settings Button in Resolve, steht hier mehr oder weniger. Frage abseits. Wenn man Resolve verstellt hat, wie kann man es wieder auf die Grundeinstellung, den Auslieferungszustand, also Factory Default oder so etwas zurücksetzen? Gibt es irgendein Reset All Settings oder Factory Default? Ja, well, wenn Sie macht ein Reset All für das Farbcorrection, Sie können hier bis zum Color und bis zum Reset und das ist alle Farbcorrections und alle Notes. Ja. Ich glaube, es ging mehr um Settings dabei, denke ich mal. Als alle Settings, dann Sie können hier bis zum das das Beste ist, wenn Sie macht hier from bis zum Resolve Preferences und dann hier auf das User. Okay, es ist it's actually here. Excuse me, moved it here. Presets und das System Configuration und Load. Und dann das ist das Configuration that ist gespeichert für das System aus das Factory. Ja, und dann Sie können das wenn Sie mal Load so.
Und dann, das ist das Factory Preset für alles ist da. Ja. Okay. Gut. Die Fragen sind bei mir alle von offene Fragen nach beantwortete Fragen gerutscht, außer Okay. dass jetzt hier gerade nochmal vielen Dank stand. Gerne. Offensichtlich war das die richtige Antwort dafür. Damit haben wir es soweit. Wenn ich hier unten auf die Teilnehmerzahl gucke, das ist immer ganz schön für uns, sehen wir, dass 4 abhanden gekommen sind währenddessen. Aber dass ganz viele von euch nach wie vor durchgehalten haben oder nach wie vor dabei sind. Ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, sind wir tatsächlich für heute schon durch. Sollte den einen oder anderen das Thema DIT oder DIT am Set nochmal interessieren oder überhaupt DIT, was passiert denn da? Haben wir morgen nochmal ein bisschen Zeit dafür eingeplant, wieder um 10, wer Lust hat, hat sich vielleicht angemeldet oder kann sich gerne anmelden. Das sind mir so grundsätzliche Dinge. Wir bieten ja schon ewig mit Blake zusammen Basic und Advanced Trainings an, werden das auch weiterhin machen. Das ist entweder in einem Classroom, also im virtuellen Classroom, Corona-bedingt sowieso, haben jetzt auch die ersten Präsenztrainings wieder, also wirklich, wo Blake wirklich zum Kunden gefahren ist und gesagt hat, lass uns vorher überlegen, was wir uns gemeinsam angucken wollen. Wir werden sicherlich auch irgendwann wieder wirklich so Präsenz-Classroom-Trainings machen, wenn der Bedarf da ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zusätzlich zu diesen Basic- und Advanced-Trainings auch noch ein bisschen andere Sachen, wirklich, um die wir uns gerne kümmern wollen, was so die nächsten Schritte eigentlich sind, was ein bisschen darüber hinausgeht, eben gerade grob in diese Richtung. Das war so ein ganz kurzer Abriss zum Thema Lookup-Tables hier heute, aber was passiert mit Color Spaces und so weiter. Also da gibt es schon ein bisschen was, oder wie heißt der andere, Blake, Color Psychology oder wie hast Ja, du wir den haben genannt? Color Therapy. Ja. Therapy, ja. Und dann wir haben auch diese heißt Color Strategies. Und das ist, wenn sie will, wie können wir arbeiten mit unseren Kunden, und wenn sie mag einen ganz specific Look und etwas so. Und so, wo einfach auch so ein bisschen, glaube ich, du so ein bisschen zeigst, was habe ich einen Look, wie definiere ich einen Look, wie kann ich wirklich eine Geschichte erzählen, wie kann ich wirklich die Story von einem gestalterisch von einem Bild haben, weniger, wo finde ich den Knopf, sondern so ein bisschen, wie arbeite ich denn wirklich, wenn ich so mit Kunden gemeinsam arbeite, ob der Kunde da sitzt oder ob der Kunde irgendwo da sitzt, online ist dann mir im Endeffekt auch völlig egal. Das sind ein bisschen technische Details irgendwie. Oh, guck mal, während ich hier vor mich hin fasel, ist noch eine Frage aufgekommen. Blake hat bei jeder Einstellung ein Node für Log2Rec 709 zuerst gemacht. Kann dieser Schritt umgangen werden, wenn man generell bei Lookup Tables? Ja, Sie können Sie können an das oder Sie können anfangen mit dieser. Und so in diesem Beispiel, ich habe selektiert, dass ich mag ein LUT erst, aber normalerweise ich mag ein File Correction und dann an das von das Node Tree mag ich ein LUT. Ja, so das ist, Sie können, das gibt es keine Regel von diese. Sie können hier auf das erst oder das Eind. Ja. Okay. Ja. Dann noch eine Frage zum Color Checker, was du eben hattest, das Board mit dem Eingangsmaterial, was? Nein, Sie können das auf Log oder das Linear. Ja, ja. Okay. Ja. Definiere ich ja vorher, dass ich weiß, bin ich in Log oder Lin, und dann habe ich einfach Text Color Checker und lege das darüber. Ja. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Wie gesagt, scheut euch nicht, uns einfach zu kontaktieren. Unsere Kontaktdaten habt ihr. Wenn nicht, meldet euch irgendwie bei der Teltec oder sowas. Blake ist da. Das Team von Creative Tools ist am Start irgendwie. Ruft uns einfach an, auch wenn ihr die Lizenz nicht bei uns gekauft habt oder wenn ihr eine kostenlose Lizenz habt. Bis zu einem gewissen Grad können wir da sicherlich und wollen wir da sicherlich auch immer gern helfen. Irgendwann wird es für uns kompliziert, aber das sagen wir rechtzeitig vorher an. Ja, von daher vielen Dank für eure Zeit. Ja, stay tuned sozusagen. Wir sehen uns bald wieder. Wer Lust hat, morgen. Ansonsten bekommt ihr von Lindsay aus dem Marketing bestimmt nochmal eine Einladung, wenn ihr mögt. Vielen Dank und bis dahin. Danke dir auch, Blake, und nochmal danke an Lindsay aus dem Marketing. Okay, vielen Dank, Jens. Danke. Okay, cheers. Okay, cheers.